Mit einer Spannweite von 65 Metern Und mit einer Länge von 67 Metern. und einer Höhe von 17 Metern Unter einem Triebwerkdurchmesser von 3 Metern. und einer Reichweite von 15.000 Kilometern. Da werden einem doch erst die riesen Dimensionen bewusst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swiss Behind the Wings. Bonjour les amis, zu einer neuen Episode von Swiss Behind the Wings. Moi, je m'appelle Michael Steve. Et moi, je suis Janine Kannwischer. Und heute nehmen wir euch mit auf einen ganz besonderen Ausflug. Wir gehen nach Toulouse. Zu Airbus und dort schauen wir die Produktion von unserem neuen A350 an. On y va? On y va? Et voilà, on est arrivé. Ici à Toulouse. Und jetzt gehen wir in die riesige Airbus-Halle. Und schauen mal, wie weit unser A350 ist. On y va. Ja, jetzt haben wir gerade mehrere Belugas gesehen, starten und landen. Und der Beluga, der bringt verschiedene Teile aus ganz Europa hier nach Toulouse. Also zum Beispiel Flügel aus England, aber auch Teile aus Spanien oder aus anderen Teilen von Frankreich. Und das wird dann hier in Toulouse zusammengesetzt. Und bevor wir jetzt zu unserem Flugzeug reingehen, Safety first, Helm auf und let's go. On y va. On y va. In den letzten Monaten ist in Toulouse bei Airbus unser erster A350, die Hotel Bravo India Foxtrot Alpha, zusammengesetzt worden. Alles hat mit den einzelnen Rumpfsegmenten angefangen, die zuerst präzise zusammengebaut wurden. Nachher ist das Flugzeug auf eine grosse Plattform gekommen. Dort hat man das Fahrwerk eingesetzt und das ist auch eingehend getestet worden. Natürlich sind auch die imposanten Flügel montiert worden, die man kurz vorher mit dem Beluga eingeflogen hat. Sobald das passt hat, ist das Flugzeug in die nächste Halle verschoben worden, in die Malerei. Dort bekommt es zuerst eine glänzend weiße Grundfarbe und nachher unser tiefrot Swiss Schriftzug. Gross und klar sichtbar. Von außen ist unser neuer A350 praktisch fertig. Aber drinnen, da ist noch nicht so viel passiert. Und darum wird das Flugzeug im nächsten Schritt komplett von innen ausgestattet. Also das Cockpit wird eingebaut, die neue Swiss Senses Kabine wird installiert, Bordküchen werden eingebaut. Und was da alles genau passiert, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt gehen wir mal Zuerst rein. mal rein da. Ja, und das ist riesig, voll. Oh, wow. Wow, Eine Cool. grosse Baustelle. mega. Hey, nein. Ja, schau mal, wie viel Platz das man da hat, weil es hat keine Overhead-Bins hier in der Mitte, in der vorderen Kabine. Ja, tatsächlich. Und hier die rechte Seite an Swiss Business Sitzen ist schon eingebaut und jeder Sitz hat einen direkten Gangzutritt. Also komm, jetzt gehen wir weiter schauen. Ja, Hier ist schon mal das Galley drin, eingebaut. Aber das wird ja dann nicht so sein. Das ist jetzt hier irgendwie noch so eng, noch wegen dem Einbau. Das wird ja schon noch ein bisschen mehr Platz haben. ja. Aber ja, Business Class Galley. Mhm. So Cabin Crew Member brauchen ja auch Platz zum Arbeiten. Genau. Ja, voll. Oh, okay. Und hier Hey, sehen wir super. schon, dass die mittleren Business Class Sitze verbaut sind. Insgesamt wird unsere Business Class 45 Sitzplätze haben. Und jetzt gehen wir von der Business Class in die Premium Economy Class. Kommt mit. Hier sind wir in der schönen Premium Economy Class. Das ist die grösste Premium Economy Class in der Lufthansa Group. Mit 38 Sitzen, die innerhalb von 2 Tagen eingebaut wurden. Also komm, jetzt gehen wir noch in die Economy Class. Hier können sich vor allem unsere Fluggäste auch auf größere Bildschirme freuen für ein super Filmerlebnis. Wie viele Plätze haben wir hier? 156 Sitzplätze haben wir hier. Genau. Und die wollen ja alle auch betreut werden und die wollen alle auch versorgt werden von einem Galley aus. Jetzt gehen wir uns das Galley anschauen. Oh wow, das ist ja wirklich riesig. Ja, das ist ein grosses Galley. Hier werden dann mal die Öfen installiert. Die kommen hierher. Und da, ganz wichtig, die Kaffeemaschinen. Und hier haben wir 2 Jumpseats noch versteckt. Voilà, ganz neu. Und wenn man noch mehr hinter die Kulissen schaut, dann sieht man auch schon die etwas dunklere Farbe, die unser gesamtes Interior
noch etwas eleganter machen. Und jetzt gehen wir zu einem ganz besonderen Ort, und zwar hinter die Kulissen, und zwar in Crew Rest von dem A350, wo unsere Besatzungen dann sich erholen können während dem Flug. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben den Aufstieg geschafft in den Crew Rest. Der befindet sich im hintersten Teil des Flugzeugs, also im Dach innen quasi, über der Passagierkabine. Und so ein Crew Rest ist dafür da, dass sich unsere Besatzung auf besonders langen Flügen geht, dass sich die zwischendurch mal ausruhen können, dass sie vielleicht mal so 2 Stunden sich herlegen können. Ja, auf so einen ganz langen Flügen, wie zum Beispiel von Zürich nach Los Angeles oder nach Bangkok. Wow. So hoch. Immer schön. Und mein absolutes Lieblingsfeature an diesem Flugzeug, das ist dort oben, das ist die kleine Kamera, die Zellkamera. Und da sieht man das ganze Flugzeug in Flight. Das kann man auf jedem Bildschirm, kann man nachher während dem Flug schauen, wie das von außen aussieht. Super. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Jetzt schauen wir uns die First Class genauer an. So ist es. Hallo. Hallo. Hier in der First Class haben wir 4 respektive 3 Sitze. Das kommt darauf an, ob sich 2 Gäste zusammen eine Suite buchen. Aber man sieht hier, das ist wirklich sehr schon abgeschlossen, abgetrennt. Das wird wunderbar. Jetzt gehen wir zur absoluten Premium Class ins Cockpit. Ja, das ist cool. Hey Michi, es geht wirklich nicht mehr lang und dann sitzen die echten Piloten hier drin und dann, dann geht's ab. Nein, wirklich. Und es ist ein wunderschönes Cockpit. Es ist auch riesig irgendwie und eben alles voller Bildschirme. Das ist richtig futuristisch schon. Ja, wahnsinnig. Und mir gefallen besonders diese großen Fenster. Ja. Also die machen es wirklich schön hell. Hey, aber da fehlt noch etwas ganz Wichtiges. 3-mal dürft ihr raten, was das sein könnte. Das Triebwerk. Aber die sind schon da parat. Die werden dann später noch aufgehängt. Ich hoffe rechtzeitig vor dem ersten Flug. Und dort seht ihr eines meiner persönlichen Highlights. Dieses schön geschwungene Winglet. Dieses sorgt am Ende der Flügelspitze dafür, dass es zu weniger Luftverwirbelungen kommt und das Flugzeug somit effizienter fliegen kann. Und was man hier auch noch schön sieht, das ist das Hauptfahrwerk. Hier sehen wir 4 Reifen. Das heisst, wir haben einen A350-900, weil der A350-1000 der hat die 6 Reifen hier. Das war's auch schon mit unserem Besuch hier in der Geburtsstätte unseres ersten A350. Ich glaube, aus dieser Perspektive werde ich das Flugzeug so schnell nicht mehr sehen. Ja genau, und ich auch nicht. Aber ich freue mich schon ganz fest darauf, mit diesem Flugzeug endlich abzuheben. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge von Swiss Behind the Wings. Schön, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao.